Viele Athleten, die mit ihrem eigenen Körper trainieren, haben einen extrem muskulösen Körper. Da kommt schnell die Frage auf, wie haben die das gemacht? Um die Frage zu beantworten, wie man mit Calisthenics Muskeln aufbauen kann, schauen wir uns als allererstes mal an, wie Muskelaufbau generell funktioniert. Wenn wir Muskeln aufbauen wollen, müssen primär 5 Faktoren erfüllt sein. Nummer 1, wir müssen dem Muskel mechanische Spannung aussetzen. Nummer 2, diese mechanische Spannung muss den Muskel bis nahezu zum Muskelversagen bringen, damit auch wirklich eine maximale Faserrekrutierung erfolgt. Nummer 3, es reicht jetzt nicht aus, wenn wir den Muskel einmal bis zum Muskelversagen bringen, sondern das Ganze muss schon öfter passieren. Nummer 4, wir müssen dem Muskel ausreichend Zeit geben, um sich von der Belastung auch zu erholen und anzupassen. Und Nummer 5, wir müssen den Körper mit den nötigen Baustoffen in Form von Protein und mit genügend Energie in Form von Kalorien versorgen, damit er sich überhaupt anpassen kann. Was versteht man jetzt aber unter mechanischer Spannung? Mechanische Spannung ist jetzt der Widerstand durch eben zum Beispiel Gewichte oder auch den eigenen Körper und die Zeit, unter die der Muskel unter Spannung steht. Das bedeutet also, der Muskel wird einer Last ausgesetzt. Wie wichtig mechanische Spannung jetzt ist, sehen wir, wenn wir uns zum Beispiel bettlägerige Menschen anschauen. Werden Muskeln jetzt nämlich nicht irgendwie zur Bewegung oder einer signifikanten Last ausgesetzt, werden sie abgebaut. Und das passiert sogar sehr, sehr schnell. Um den gegenteiligen Effekt jetzt zu bewirken, also Muskeln aufzubauen, brauchen wir also mechanische Spannung. Und davon eben nicht gerade wenig, denn wir müssen den Muskel wirklich bis nahezu zum Muskelversagen bringen. Es konnte jetzt in vielen Studien schon gezeigt werden, dass es nicht notwendig ist, bis wirklich zum maximalen Muskelversagen zu gehen, aber man sollte schon nahezu rankommen. Wie wir das aber machen, ist tatsächlich gar nicht so wichtig, wie wir bisher immer geglaubt haben. In einer 2017 veröffentlichten Meta-Analyse von Schönfeld und Kollegen konnte nämlich gezeigt werden, dass eben unterschiedliche Trainingslasten zu fast identischem Muskelaufbau geführt haben. Auch in anderen Studien konnte bereits gezeigt werden, dass es egal ist, ob die Probanden jetzt 5, 10, 15 oder sogar 25 Wiederholungen gemacht haben, solange sie nahezu ans Muskelversagen gegangen sind, haben sie alle Muskeln aufgebaut und das relativ identisch. Wichtig dabei ist jetzt aber, es reicht nicht aus, den Muskel einmal ganz kurz bis ans Muskelversagen in einem einzigen Satz zu bringen, sondern das muss schon öfter in mehreren Sätzen passieren. Das bedeutet also, das insgesamte Volumen spielt auch eine wichtige Rolle, wenn es dabei geht, Muskeln aufzubauen. Dann haben wir noch die Pausenzeit, die berücksichtigt werden muss. Ihr habt vielleicht schon mal was vom Prinzip der Superkompensation gehört. Beim Prinzip der Superkompensation geht es letztendlich darum, dass wir mit dem Ausgangsniveau starten, also bevor wir ins Training gehen, uns dann belasten, dieses Leistungsniveau absinkt, wir dann eben Zeit haben zu regenerieren und in dieser Regenerationszeit wir uns anpassen und sozusagen besser werden. Das ist letztendlich das Prinzip von Training. Wir trainieren, werden kurz schlechter und werden daraufhin wieder besser. Ich will da gar nicht im Detail drauf eingehen, dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Wichtig ist aber, dass ihr wisst, dass wenn wir einen Muskel belasten, er eine gewisse Zeit in Pause braucht, damit ein Muskelwachstum überhaupt stattfinden kann. Und zu fünftens, damit der Muskel eben auch wachsen kann, benötigt er genügend Baustoffe in Form von Protein, damit der Muskel überhaupt wieder aufbauen kann und auch genug Energie, damit er überhaupt die Priorität sieht, die Muskulatur aufzubauen. Denn Muskeln sind an sich nichts anderes als ein Luxusgut für uns. Heißt, wenn wir zu wenig Energie zur Verfügung haben, dann benutzt der Körper ganz klar die Energie für andere wichtige Funktionen, die einfach überlebensnotwendig sind. Aber was bedeutet das jetzt alles für Calisthenics? Das Besondere am Calisthenics ist, dass es immer 2 Faktoren gibt, die relativ konstant sind und um die es letztendlich im Calisthenics auch geht. Wir haben einmal die Gravitation, also die Schwerkraft und unser eigenes Körpergewicht. Die Gravitation ist ja genau das, was wir im Calisthenics überwinden wollen und die ist immer konstant, solange wir uns hier auf der Erde befinden. Das eigene Körpergewicht ist an sich auch konstant, aber wie wir alle wissen, verändert sich das über die Zeit und sind wir da ehrlich, es gibt auch so Tagesunterschiede. Mal wiegt man einen halben Kilo mehr, mal wiegt man einen halben Kilo weniger und jeder, der schon mal Calisthenics gemacht hat, weiß, 100 Gramm mehr oder weniger, das ist ein Riesenunterschied. An diesen 2 Stellschrauben kann man ja jetzt nicht wirklich drehen. Oder etwa doch? Genau das tun die meisten Calisthenics-Athleten tatsächlich, indem sie sich zum Beispiel Zusatzgewicht dranhängen oder die Übung mit Bändern schwerer machen. Das Ziel ist es dadurch, das eigene Körpergewicht zu erhöhen und die Übung schwerer zu machen. Also letztendlich, um die mechanische Spannung auf die Muskulatur zu erhöhen, was letztendlich zu mehr Muskelwachstum führt. Eine weitere Methode ist es, sich die konstante Gravitation zur Hilfe zu machen. Ein simples physikalisches Gesetz lautet nämlich Kraft mal Hebelarm. Das habt ihr vielleicht alle schon mal gehört. Was das aber bedeutet, da die Kraft im Calisthenics konstant ist, können wir aber trotzdem die Übung schwerer machen, indem wir uns länger machen und den Hebelarm verlängern. Denn umso länger wir uns machen, umso länger wird der Hebelarm und umso schwerer wird die Übung. Was letztendlich auch wieder dazu führt, dass wir mehr mechanische Spannung auf die Muskulatur ausüben. Es gibt jetzt auch viele Kritiker, die behaupten, dass alles über 15 Wiederholungen Kraftausdauer ist und man damit einfach keine Muskeln mehr aufbaut, was ja oftmals auch rangezogen wird, um zu behaupten, dass man mit Calisthenics irgendwann keine Muskeln mehr aufbaut, weil man ja diese magische Grenze durchbricht. Wie wir aber vorher schon gesehen haben, konnten viele Studien tatsächlich das Gegenteil beweisen. Das heißt, auch wenn wir mehr als 15 Wiederholungen machen, selbst solltest du irgendwann mal 20, 25 Pull-ups schaffen,
Solange du bis nahezu ans Muskelversagen gehst, baust du trotzdem Muskeln auf. Was man hier aber nicht vergessen darf, ist der Unterschied zwischen der subjektiven und der objektiven Belastung. Es ist nämlich viel leichter, mit wenigen Wiederholungen an das objektive Muskelversagen zu gelangen, als mit extrem vielen Wiederholungen. Oftmals denkt man nämlich, boah, jetzt habe ich schon echt viele Wiederholungen gemacht, ich glaube, ich bin am Muskelversagen, wobei man tatsächlich noch gar nicht am Muskelversagen ist. Und deswegen ist es an dem Punkt sehr entscheidend zu unterscheiden, bin ich jetzt tatsächlich am Muskelversagen oder glaube ich, dass ich am Muskelversagen bin, weil das für den Muskelwachstum einen großen Unterschied macht. Im Calisthenics gibt es aber auch noch sogenannte Failure Routines. Okay, ehrlicherweise nennen die nur ich so, wahrscheinlich nennt die kein anderer so, das sei mal dahingestellt. Aber es geht aber um Trainingseinheiten wie zum Beispiel AMRAP, also zum Beispiel as many rounds as possible, oder AFAB, also as fast as possible Routines. In diesen Routines versucht man eben zum Beispiel so viele Runden wie möglich in der vorgegebenen Zeit zu machen oder so schnell wie möglich eine vorgegebene Wiederholungszahl zu absolvieren. Warum ich sie Failure Routines nenne? Ist eigentlich relativ einfach. Stell dir mal vor, du schaffst gerade mal 15 Pull-ups und deine Failure Routine sieht so aus, du versuchst so schnell wie möglich 50 Pull-ups zu machen, okay? Das heißt, du startest mit 15 Pull-ups, dann bist du am Arsch. Dann machst du vielleicht noch 7 Pull-ups, brauchst wieder kurz eine Pause, 6, 5, 4 und so weiter und so fort. Das heißt, es werden an sich ja immer weniger Wiederholungen. Was aber entscheidend ist, ist, dass du in jedem einzelnen Satz bis nahezu ans Muskelversagen gehst. Dadurch, dass du ja 50 Wiederholungen machen musst und für diese 50 Wiederholungen vielleicht knapp 10 Sätze, sei mal dahinter gestellt, wie lange du wirklich brauchst, sagen wir mal 10 Sätze dafür brauchst, gehst du fast 10 Mal bis nahezu ans Muskelversagen. Nicht nur, dass du den Muskel dann unter extrem mechanische Spannung bringst, sondern auch unter extrem metabolischen Stress. Bei diesen Failure Routines treten also mehrere Faktoren gleichzeitig auf, die letztendlich zu Muskelwachstum führen. Ihr seht also, es gibt nicht nur viele Athleten, die wirklich der lebende Beweis dafür sind, dass man mit Calisthenics tatsächlich Muskeln aufbauen kann, sondern wenn man sich das Ganze mal theoretisch anschaut, ist das in der Theorie durchaus möglich. Dem Körper ist es nämlich völlig egal, ob du eine Hantelstange bewegst, einen Stein bewegst oder eben deinen eigenen Körper. Was ihr dabei aber nie vergessen dürft, egal ob Calisthenics, Powerlifting, Bodybuilding oder welche Sportart ihr auch immer macht, wenn ihr wirklich nachhaltig und langfristig Erfolge erzielen wollt und Muskeln aufbauen wollt, solltet ihr euch immer an den sogenannten Progressive Overload halten. Das bedeutet, ihr müsst euch progressiv steigern, progressiv die Last auf eure Muskulatur erhöhen, damit ihr auch wirklich auf lange Sicht Fortschritte macht. Und wie bereits erwähnt, ernährt euch gut und gebt dem Muskel auch mal Pause. Schreibt gerne eure Meinung zum Thema Calisthenics und Muskelaufbau in die Kommentare rein. Abonniert den Kanal, lasst einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.